Es sind Sommerferien in Niedersachsen. Und was findet traditionell am ersten Wochenende bei uns in Einbeck statt? Die Einbecker Oldtimer-Tage. Der PS-Speicher feiert Geburtstag. 8 Jahre wird er. Könnt ihr euch noch an euren 8. Geburtstag erinnern? An meinen kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich bin mir sicher, dass sich unsere Gäste an den 8. Geburtstag des PS-Speichers erinnern werden. Es gibt tolle Vorträge, es gibt die PS-Speicher-Rallye mit über 170 Fahrzeugen, einer tollen Strecke und tollen Locations. Es gibt den Oldtimer-Corso durch Einbeck. Es gibt viele nette Leute, tolle Autos, gutes Essen. Was will man mehr? Ich bin für euch natürlich wieder mittendrin. Ich fahre die PS-Speicher-Rallye mit. Und meine Werkstattkollegen haben mir wirklich ein ganz besonderes Auto bereitgestellt. Ich freue mich darüber sehr, denn der Wagen ist einer meiner absoluten Favoriten aus dem PS-Speicher-Depot Automobil. Es ist ein Rancho. Wann habt ihr das letzte Mal einen Rancho gesehen? Auf einer Oldtimer-Veranstaltung oder vielleicht sogar in freier Wildbahn? Das muss schon lange her sein, oder? Ich freue mich jedenfalls auf die Rallye und ich freue mich auf den Rancho. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Der Matra ist wirklich mega selten. Der kam 1977 auf den Markt als Matra Simca Rancho. Bereits ein Jahr später hat dann der PSA-Konzern das Europageschäft von Chrysler übernommen, zu dem auch Simca gehörte. Und der Wagen wurde kurzerhand umbenannt in einen Matra Talbot Rancho. 80 PS hat er. Ursprünglich sollte er mal einen Allradantrieb bekommen, aber das war dann doch zu teuer. Das Platzangebot in einem Rancho ist mega gut. Eigentlich ist der Rancho auch der Vorreiter einer ganzen Fahrzeuggeneration, nämlich der Kompakt-SUVs. Der ist der erste seiner Art. Genauso wie sein designierter Nachfolger, der Renault Espace, der erste Van war seiner Art. Also eigentlich ein wegweisendes Auto, von dem aber nur ganz wenige überlebt haben. Die meisten fielen schon nach wenigen Jahren dem Rost zum Opfer. Die Verarbeitungsqualität war auch so lala und der aus dem Simca 1300 bekannte Motor war jetzt auch nicht die Offenbarung. Unser Matra Rancho stammt aus dem letzten Baujahr 1983. Von 77 bis 83 wurde er gebaut. Oberste Regel beim Oldtimer-Rallye-Fahren ist übrigens, man muss auf den Beifahrer hören. Egal, was der Beifahrer sagt, er liest das Roadbook, er hat die Strecke vor Augen und man muss genau darauf hören, was er sagt. Es ist geschafft. Die erste Etappe der PS-Speicher-Rallye liegt hinter uns. Wir sind hier angekommen zur Mittagspause im wunderschönen Schloss Oelber im Landkreis Wolfenbüttel. Der Rancho hat super durchgehalten. Hier machen sich die Fahrer und Fahrerinnen jetzt bereit für den Restart. Und wir gehen gleich auch wieder auf Tour. Wir sind wieder in Einbeck angekommen. Der Rancho hat super durchgehalten. Hinter mir warten jetzt die Teilnehmer auf die Siegerehrung. Und solange meine Kollegen jetzt noch die Wertungsprüfungen ausrechnen, höre ich mich mal um, was die Teilnehmer so sagen.
Ja, also die Rallye war ein voller Erfolg, war super. Viele Leute dabei, die echt Spaß dran hatten, fand ich. Und auch wir hatten Spaß daran. Wir sind mit einem T3 gefahren, luftgekühlten. Und ja, nach anfänglichen Problemen heute Morgen haben wir es nochmal in den Griff gekriegt und konnten ohne Probleme durchfahren. Ja. Ich bin das zweite Mal dabei, habe vor 2 Jahren schon mal teilgenommen und war auch wie letztes Mal schon absolut runde Sache und super Veranstaltung. Also ganz viele Fragen. Das Auto, ein Golf 2 GT16V, Baujahr 86. Meine dritte Rallye, deine vierte? Meine vierte. Es war heute relativ einfach von der Streckenführung, aber dafür wunderschön zu fahren. Viele Kurven, schön viel zu gucken, hat Spaß gemacht. Also für Anfänger heute der perfekte Tag gewesen. Kommt wieder. Wir kommen definitiv Jederzeit, also von daher. Wenn wir einen Platz kriegen und es nicht gleich wieder ausgebucht ist, dann kommen wir wieder. Ja. Definitiv. Super. Genau, also wir sind zum ersten Mal dabei, hat uns super gefallen. Teilnehmerfeld ist einfach sehr, sehr nett. Austausch in der Mittagspause war total klasse. Und wir sind mit dem Ford Super Deluxe von 1948 mit dabei. Die Fahrt war sehr gut. Wir sind mit dem Opel GT gefahren, mit einem Manta-Motor drin. Wir sind zum zweiten Mal dabei. Wir Zum waren zweiten letztes Mal. Jahr dabei und hatten dieses Jahr wieder das Glück, dabei sein zu dürfen. Und hat Spaß gemacht. Und Hat hat Spaß Spaß gemacht. gemacht. Und war auch eine tolle Tour wieder heute. War ganz toll. Tolles Wetter, tolle Leute, tolle Autos. Sehr schön. Ja. Mit welchem Auto seid ihr gefahren? Ein Mercedes Heckflossen-Kombi, Welches Baujahr? 1966. Uns hat das sehr gut gefallen. Das Wetter ist dann ja immer besser geworden und die Strecke war grandios, aber auch teilweise für mich auch ein bisschen anspruchsvoll. Ich war, glaube ich, jedes Mal bis jetzt dabei, seit 2016. Stammgast. Ja, genau, Stammgast, ja. Und wir fahren natürlich mit meinem grandiosen Karmann Ghia. Schön. Typ 14, 1970 Baujahr. Wir kommen ja immer wieder, ja, klar. Also wenn mein Schwager mich noch mitnimmt, komme ich gerne wieder, weil für das erste Mal war es echt grandios und wir hatten auch eine Panne. 1 Stunde haben wir auf den Werkstattwagen gewartet und die Jungs haben super Arbeit geleistet, sodass wir weiterfahren konnten. Also wir konnten fast allen Leuten helfen. Wir sind ausgerückt ungefähr 16 Mal, 16, 17 Mal, haben 3 oder 4 Autos aufgenommen und die restlichen konnten weiterfahren, sind alle super ins Ziel gekommen. Ne? Einer ist im Vorfeld ausgefallen, der schöne Porsche, ist aus Berlin auf Achse hergekommen und hat hier in Einbeck einen Motorschaden gekriegt. Der geht aber morgen über den ADAC wieder zurück nach Berlin. War sensationell. Wir sind total begeistert. Wir sind das erste Mal dabei. Hat riesen Spaß gemacht. Ist eine super Organisation gewesen. Das muss man sagen. Ganz, ganz viele Beteiligte, die es so toll gemacht haben. So menschlich, so herzlich. Auch außen ist, die Menschen in den Dörfern, die alle gewunken haben. Es war einfach großartig. Wir sind hier mit unserem alten 73er 11er und es war einfach genial. War ganz, ganz toll. Richtig Spaß gemacht. Ja, der Gesamtsieger aller Klassen hier oben auf der Bühne. Und euer Applaus, ganz genau. Das waren sie, die Einbecker Oldtimer Tage 2022. Aber das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Hier neben mir reihen sich schon die Teilnehmer auf für den traditionellen Corso durch Einbeck. Es nehmen wieder mehrere hundert Fahrzeuge daran teil. Wenn ihr auch mal an den Einbecker Oldtimer Tagen teilnehmen wollt oder an der PS-Speicher-Rallye, dann meldet euch bei dieser E-Mail-Adresse. Da bekommt ihr Informationen, wann die Anmeldemaske freigeschaltet ist. Vom 7. bis zum 9. Juni 2023 finden die Oldtimer Tage wieder statt. Aber ihr müsst schnell sein mit der Anmeldung. In diesem Jahr waren wir nach 4 Stunden ausverkauft. Ansonsten sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder. Unterstützen Sie den PS-Speicher und werden Sie Mitglied bei den Förderfreunden PS-Speicher.